just here for the moment. Show me a better opponent. Ich will da draußen eine gelbe Wand sehen. Das ist euer Spiel hier. Ja, wir sind jetzt hier in Manchester im Hotel. Morgen 3 Punkte ziehen, ne? Geil, Digga. Wir hatten Juve 3-2 gewonnen. War ein sehr gutes Spiel. Dann Bilbao war nicht so gut. Leider rote Karte und dann 4-0 verloren. Die Ausgangslage war halt, es wäre wichtig, wenn wir das nächste Spiel dann gewinnen. Oder die nächsten beiden. Ich finde, ein bisschen Druck war da. Ich glaube, es waren schon ein paar Leute angespannt. Ich finde, ein gutes Abschlusstraining ist sehr wichtig, weil mit dem Gefühl geht man dann auch ins Spiel. Wenn man gut trainiert hat, dann hat man viel Selbstvertrauen und kann auch gut ins Spiel reinstarten. Wenn wir morgen so schnell spielen, wie wir es gerade tun, wenn wir so schnell Entscheidungen finden, dann schlägt uns gar keiner irgendwo, irgendwann. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Okay, jetzt geht's aufs Tor. Auf geht's, Männer. Okay, let's go. I'ma say it. Gonna take it. Für mich ist das Abschlusstraining halt wichtig, weil man kriegt nochmal so ein gutes Gefühl vor dem nächsten Tag. Es gibt ja neue Bälle, andere Bälle bei der Youth League, kann man sich auch nochmal ein bisschen mit denen einspielen. Ich bin in Kopenhagen wirklich mit einem richtig guten Gefühl vom Platz dort. Ja. Warum ist das Ding morgen eine Chance? Jemand eine Idee? Nein? Also, last game we lost, so Okay. eine Chance für. Yes. Da hat Luca komplett recht. Wenn wir mal uns die Tabelle anschauen. Ich weiß nicht, wer sich die Tabelle angeschaut hat. Sagt nach 2 Spieltagen nicht viel, aber es ist ein Fakt. Platz 23, 3 Punkte. Morgen +3. Das, was ganz klar unser Ziel sein wird. Dann werden wir diese unteren Ränge auf jeden Fall verlassen. Ja? Deswegen ist es eine Chance. Ich würde am liebsten am Ende, nach den 6 Spielen, hier drin stehen. Das ist das Minimalziel. Und dann ist ganz oben drüber der Glaube. Deswegen habe ich heute schon gesagt, als wir draußen am Platz waren, dass es nach 26 Minuten 2-0 steht. Ich glaube daran. Okay? Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir hauen zusammen alles rein und verteidigen alles weg. Wenn Sie an diesem Tag es schaffen, auf Augenhöhe mit uns Fußball zu spielen und zu verteidigen, dann kommt es auf diesem Feld überall zu 1 gegen 1 Duelle. Und wenn es zu 1 gegen 1 Duellen kommt, dann setzt sich unsere individuelle Klasse durch, weil hier jeder Spieler in diesem Raum stärker ist als der gleich da draußen auf Ihrem wartet. Und diese Energie brauche ich jetzt in den nächsten 45 Minuten. Dann treffen wir uns hier drin. Kommt näher ran. Okay. Stay together, keep together. Auf 3 Team. Okay, Männer, auf geht's. 1, 2, 3. Team! Wenn ich an dieses Kopenhagen-Spiel in Summe denke, das war kämpferisch, wurde uns alles abverlangt, wir mussten komplett dagegenhalten. Also in den ersten 5 Minuten wollte ich irgendwie auf Wardon die Seite wechseln. Aber ich habe den dann Elias perfekt auf die Brust gespielt und der hat den dann halt angenommen. Und ist dann leider, als er den Ball flach machen wollte, über den Ball gestolpert. Und dann hatten wir Glück, dass Aaron schnell reagiert hat und rausgekommen ist und den noch gehalten hat. Es hat Druck gemacht direkt. Ich dachte, wir kassieren Tor direkt. Und ja, hatten ein bisschen Angst, aber wir sind wieder ins Spiel reingekommen. Enzo gibt uns extreme Balance, wenn wir unser Spiel spielen wollen. Ich kann mich auf den immer verlassen und er macht extrem viele Wege. Und das Schöne ist, er schafft es halt, dass die anderen
ständig irgendwie scheinen und gut ausschauen. Also das ist eine Wahnsinnsqualität. Ich finde, wir haben eigentlich nicht schlecht gespielt und man hat nicht so wirklich Nervosität gespürt. Aber irgendwie hat es noch nicht richtig geklappt mit dem Spiel nach vorne. Wir dominieren die auch. Du musst einfach nur weiter unsere Chance ausspielen. Hey, we need more crosses, like run to the box. Wir versuchen Lösungen zu finden. Natürlich ist mal ein Fehlpass dabei oder die Connection ist mal gerade nicht so gut, weil ein Missverständnis da ist, aber der Mut ist da. Aber gegen den Ball werden wir jetzt mutiger. Ich will da draußen eine gelbe Wand sehen. Okay? Ich will da draußen eine gelbe Wand sehen, die jeden scheiß Ball sofort in der gegnerischen Hälfte attackieren möchte und gewinnen möchte. Weil das ist die Energie, die wir brauchen. Es ist alles möglich. Glaubt dran. Auf geht's, Männer. Kurz nach der Halbzeitpause hat dann Farrell das Tor gemacht. Das war sehr gut. Körper reingesetzt, aufgedreht. Klasse Tor. Also ich habe den Ball erobert, dann hat er mich halt am Arm gezogen und ich wollte mich so weg von ihm machen. Dann habe ich ein Knacken gehört, bin direkt auf den Boden gegangen, weil es weh getan hat. So. Ich habe dann mit Schmerzen einfach weitergespielt, weil ich nicht aus dem Platz gehen wollte. Ich war bis zur 86. auf der Bank, bin ich reingekommen, habe einfach probiert, so schnell wie möglich ins Spiel reinzufinden. Da ging es halt darum, das 1-0 zu verteidigen. Für die Einwechselspiele haben wir das Wort Gamechanger reingebracht. Ich glaube, dieser Begriff passt einfach überragend und die Jungs merken, dass sie auch immer gebraucht werden. Boah, Tom Faust, er hat so viel Talent mit Ball. Er will immer die Kugel, er ist ständig anspielbar und er hat einfach eine riesen Schusstechnik. Das war schon ein krasser Moment für mich, erstes Youth League Tor. Ja, sehr befreiend, also es war schon pure Erleichterung, als ich dann zur Eckfahne gelaufen bin und alle auf mich gerannt sind. Es war schon ein sehr schönes Gefühl und auch zu wissen, dass jetzt die 3 Punkte mit nach Dortmund gehen, das war schon sehr cool. Es war einfach so ein, wie sagt man, Relief. Einfach 2-0, wir wussten, das Spiel war over. Letzte Minute, war geil einfach. Fußballerisch hatten wir schon mal bessere Spiele, würde ich sagen. Aber kämpferisch waren wir sehr gut, viel Leidenschaft mit reingebracht und gut dagegen gehalten gegen eine gute Mannschaft. Geil, Digga. Maximalen Respekt, vor dem wir euch da reingehauen haben. Unter dem Setting, wie das heute ist, mit dem Platz, mit dem Wetter, unter den Bedingungen, sage ich, eins der schwersten Spiele, die man auswärts in der Youth League vielleicht sogar kriegen kann. So, und ich habe euch gesagt, ihr macht den größten Fehler. Weil was habe ich euch gesagt? 26. Minute, 2-0. Die 2 ist richtig gewesen und die 6 habe ich leider falsch gedreht. 92. Haken dahinter, 2-0 gewonnen. Applaus an euch, ich bin stolz. Ja, ich glaube, mit Adrenalin und so habe ich gar nichts gespürt. Dann nach dem Spiel hatte ich wieder Schmerzen. Dann hat er sich durchgebissen, aber seit dem Tag ist er jetzt dann leider doch raus und ja, wir vermissen ihn auf jeden Fall. Ich sage ihm immer, hey, lasst euch blicken. Bei einer Verletzung ist die größte Gefahr, dass man sich alleine fühlt. Also lasst euch blicken, haltet die Connection zur Mannschaft. Dann stell dich mal hin, hinter den Rücken zu mir. Schau auf die Seite, ne? Auf die andere Seite, guck mal. Professionell gut, ne? Das geht gut, ne? Wie ist das hier? Okay. Ne? Da spannt sich ein bisschen gegen, oder? Das mal runter, mal runter. Jetzt sind wir das. Wie ist das hier? Das geht, ja. Also er guckt zu einem Gerät, kann er sehen, was da drin ist, Flüssigkeit, was gebrochen ist oder so. Und die meinten, sieht nicht so schlimm aus, aber ich muss halt Pause machen. Guck mal, was der Bus macht und was die Sehnen machen.
schon mal so ein bisschen einen kleinen Vorgeschmack haben auf das MRT vielleicht. Das hier ist eine von diesen Seen. Das ist, da sieht wirklich alles tipptopp aus. Das ist richtig, die mitbewegt, die Ebene, die sich da so verschiebt. Ne? Also der Guss ist fast komplett zurückgegangen. Ne? Das ist das, also minimal Flüssigkeit, das darf aber auch sein. Ein bisschen Flüssigschmier hast du immer, aber hier ist kein großer Erguss mehr im MRT. Ne? Also das sieht alles gut aus. Ja, ich musste halt eine Schiene tragen, damit mein Arm nicht so viel in Bewegung kommt. Dass meine Schulter Pause hat, bis das heilt. 3 Tage hast du jetzt Schiene oder 4 Tage. Und er sagt so, 2 Wochen machen wir auf jeden Fall konsequent voll, ne? Mit dem Ding. Und dann müssen wir weiter schauen, wie die Schmerzen sind. Physiotherapie machst du auch schon? Ja. Also die Muskeln auch ein bisschen kaputt. Das heißt, nicht zu viel machen, aber so ganz leicht mit Körpergewicht, Pendelübung aktiv kannst du auf jeden Fall auch schon machen. Ne? Unser Ziel ist ja, dass jetzt beim Kontroll-MRT das alles so gut aussieht, dass wir alle sagen, da muss auf keinen Fall OP. Ne? Das Schlimmste wäre, wenn wir jetzt nach 4 Wochen noch sagen, das sieht nicht gut aus, müssen wir operieren. Ciao. Ciao. Ja, man denkt direkt an die nächsten Spielen. Zum Beispiel City. Da habe ich mich sehr geärgert, dass ich nicht mitspielen kann. Ja, aber trotzdem bin ich hinter dem Team und supporte. Ich glaube, du kannst mir halt mal wieder das Wasser reichen. Das ist aber ein neues Spiel. Mein Opa guckt jedes Spiel von mir und wir haben schon eine sehr gute Bindung zusammen. Oh, jetzt höre ich auf. Oh! Also er spielt Tischtennis auch im Verein und das macht immer Spaß, gegen ihn zu spielen. Es hält ihn auch jung und er ist schon auf Augenhöhe. Weil nur noch Video mehr haben. So kann ich ins Wochenende schaffen. Also ich würde sagen, er bedeutet mir schon sehr viel. Eigentlich alles, weil er hat mich so mit zum Fußball gebracht. Früher schon immer mit auf den Platz genommen. Und ja, das ist sehr schön, dass es immer noch so ist. Dass er mich weiter so supportet. In Manchester. Ach so, in Manchester. Wenn noch Spiel, dann gehen wir wieder ins Stadion. Ja. Oh, das wird geil, da musst du wieder Anschließend wieder die erste, ne? Ja, da gehen wir ins Stadion. Ja, ja. Und dann fliegen wir Donnerstag zurück. Donnerstag, ne? Ganz Familie. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Du bist ja wieder eine ganze Woche unterwegs. Ja. Nö, Donnerstag weiter. Ja, du. Schule, ne? Ja, aber Klausurenphase ist fertig jetzt. Ist easy. Top. Ja, aber ist trotzdem krass. Krass, ne? Professionell. Alle in den Trainingsanzügen, das ist schon geil. Ne? Schön am Flughafen alle. Alle schön die Kopfhörer auf. Hm. Geil, finde ich gut. Hast du eigentlich ein Heimspiel verpasst, außer als du im Urlaub warst? Ich? Ich glaube, du warst Opa ist immer da. Nee. größter Supporter, aber auch Kritiker. Ja, aber du hast Wenn jetzt. du sagst, ich habe gut gespielt, dann habe ich schon sehr Ja, gut hast du auch gut gespielt, muss ich auch sagen. Also das Wenn du die Bälle so annimmst und ja, das ist gut. Nein, er ist auch schon gut am Kritisieren manchmal. Er sagt oft, ich laufe zu wenig. Aber ja, ich höre natürlich auf ihn und probiere es bestmöglich umzusetzen. Wenn ich um 16 Uhr in der Kabine sein muss, Ja, bis 15:40 Schule. Ja, ja, das ist eigentlich schon ein harter Job, ey. Ja, gut. Muss man wollen. Ja. Aber Tommy kennt ja nichts. 2 Jahre noch. Er kennt ja nichts anderes. Tommy kennt ja. Du bist ja damit groß geworden sozusagen, immer 2 mit Jahre Zeitdruck. Schule. Der war schon mit 4 Jahren auf dem Ball gehabt. Mit auch beim im Sandkasten Kopfbälle geübt. Ja, ja, das stimmt. Guck mal, hier kannst du gucken, wenn die Jungs trainieren, ne? Ja, wären die Bäume nicht, hätte man. Ja, der kannst du gut. Du musst einen Feldstecher kaufen. Hab ich. Was ist ein Feldstecher? Feldstecher. Was ist Ja. das? Da kannst du Feldstecher. Bäume ausgraben. Was ist ein Feldstecher? Ja, hier kannst du hier graben mit, ne? Ja, was weiß ich? Feldstecher. In Manchester haben dann halt 4 Spieler gefehlt wegen der U17 WM. Samo, Matthias, Luca und Miggi fehlen 3, 4, 5 Wochen. Je nachdem, wie weit sie kommen. Ohne die ist natürlich immer schwer. Das sind natürlich auch Leistungsträger. Aber unsere Mannschaft ist von der Qualität her so stark. Wir haben halt auch Unterstützung dann von der U23 bekommen mit Jonas, Nick, Elias und Usman.
Morgen geht es nur darum, Stärken zu bündeln. Es geht nur darum, nicht in den Mitspielern die Schwäche zu erkennen oder ihn auf die Schwächen aufmerksam zu machen, sondern die Stärken des Mitspielers zu nutzen, um selber zu glänzen. Um Stärken jetzt zu bündeln, hilft uns jetzt gleich an der Stelle noch Martin. Dann steht ihr mal auf. Alle mal aufstehen. Also die Spieler. So, die bleiben stehen, ihr dreht euch um. Die vordere Reihe. Aufgabe ist jetzt, dass, ich mache es mal, also hier, kriegst du mit. Die Person hier fängt an und die sagt der gegenüberliegenden Person, in dem Fall würde zum Beispiel Ahmad, Nick 30 Sekunden lang sagen, was er auf und neben dem Spielfeld gut macht. Und nach 30 Sekunden wechseln wir. Wirklich sehr sympathisch. Ich konnte direkt mit dir harmonieren. Guter Abschluss, selbstbewusst. Ich habe mit Aaron gesprochen. Er hat mich gelobt, dass ich auf dem Platz ein sehr guter Fußballer bin. Und ich habe ihn natürlich auch gelobt, dass er ein sehr guter Rückhalt ist, immer gut Sicherheit ausstrahlt und einfach ein sehr guter Mensch ist, der mich auch in den schlechten Phasen gut gepusht hat, auch wenn ich mal nicht spiele und er mal eine schlechte Phase hatte, hat er immer gute Worte für mich. Neben dem Platz ein geiler Typ. Und ich finde, das hat sehr gut geholfen vor dem Spiel. Nochmal so, es wurde deutlich, dass man sehr viele Stärken hat und das dem anderen dann zu sagen, das hat auch Spaß gemacht und es hat uns auch alle gepusht, glaube ich. Wir sind jetzt hier in Manchester im Hotel. Ich zeige euch ein bisschen das Hotel und wir fangen an mit meinem Zimmer. Ich bin mit Aaron auf einem Zimmer. Der ist da hier im Bett schon. Das ist unser Zimmer. Hier werden wir die nächsten 3 Tage sein. Und hier ist noch unser Bad. Wir sind jetzt hier bei Elias und Tom. Ich hoffe, die machen auf. Na, was geht? Komm hier rein. Hier ist Tom und Elias das Zimmer. Nicht so aufgeräumt wie unseres natürlich. Was guckt ihr? Wir gucken hier. Champions League, Real gegen Wer hat das Tor gemacht? Tor hat McAllister gemacht, glaube ich. Sehr interessant. Wie läuft die Roomtour? Läuft ganz gut. Spielen wir gleich noch Uno? Ja. Okay, bis gleich. Bis gleich. Alex, dich komme ich gleich auch noch besuchen. Oh, auf keinen Fall, Mann. Ja, wir spielen jetzt hier eine Runde Karten. Das machen wir eigentlich sehr oft vor Spielen. Ich spiele hier mit Jonas und Nick. Und hier sind meine Karten. Wir spielen Cabot. Hab ich gewonnen? Ich hab 16. Ja. Kriegst einen Fünfer von Nick. Ja, Fünfer von Challenge. ich habe natürlich gewonnen und damit kann ich jetzt aufhören auch. Viel Spaß noch. Dankeschön. Wir sind jetzt hier beim Physioraum. Ich glaube, wir haben gerade ein paar Behandlungen. Wir gehen einfach mal rein. Hier ist der Alex. Er behandelt gerade den Aaron. Und hier ist der Yannick. Der behandelt gerade den Elias. Wie geht's dem Elias so? Dem geht's gut, der ist fit für morgen. Morgen 3 Punkte ziehen, ne? Wie viel? 3 Punkte. Was glaubst du, wird das Ergebnis? Sage ich dir nicht. 3 Punkte einfach. 3 Punkte. Alex, was sagst du zum Aaron? Pflegefall. Ich hoffe, dass er diesmal nicht im Fahrstuhl umkippt. Das wäre schon nice. Was sagst du dazu? Was soll ich dazu sagen? Ich hoffe auch, dass es nicht passiert. Hier ist jetzt unser Meetingraum. Hier haben wir die ganzen Videobesprechungen und so und unsere halt allgemein so Team-Meetings und so. Und unser Trainer ist gerade auch da. Der guckt gerade hier Fußball. Paris, Bayern. Wie ist das Spiel? Also ich sehe jetzt gerade die letzten 4 Minuten, es wird ziemlich gehackt. Also hartes Spiel. Dankeschön. Darf ich noch jemanden grüßen oder? Kannst du gerne machen. Dann würde ich meine Mama grüßen, meinen Papa und ganz besonders meine Eltern. Dankeschön. Tim, habt eine gute Nacht. Danke, gleichfalls.
zählen nur Stärken. Es zählen nur eure Stärken. Große Spiele brauchen große Spieler. Hab's gerade noch gesagt, wir brauchen jeden. Pusht euch 45 Minuten, wir sprechen uns in der Halbzeit auf 3 Teams. 1, 2, 3, Marsch! Ich finde, wir standen halt in der ersten Halbzeit gegen Manchester sehr tief, mussten die ganze Zeit verteidigen und Manchester hatte die ganze Zeit den Ball. Ja, wir waren halt im Kraftraum, haben das Spiel dann im Fernseher geguckt. Also die ersten Minuten war City schon vor uns. Und dann kam einfach der Elfer. Und dann kurz vor der Halbzeit hatten wir halt so diesen Doppelschlag mit Tajan und Thierry. Er kam relativ aus dem Nichts eigentlich. Also die Tore haben wir schon in guten Zeitabschnitten, sag ich mal, gemacht. Also vor der Halbzeit mit 2-0 war schon stark. Wie oft meint ihr, kommt ihr noch hierher? Wenn ihr in die Weltspitze es schafft, und das wünsche ich euch, wirklich, ich wünsche es jedem, dann vielleicht noch 10 bis 20 Mal. Man braucht ein bisschen Losdruck. Aber ich würde das Spiel bitte so angehen wollen, wie ein Finale jetzt, 45 Minuten. Und als wenn ich nie wieder herkommen würde, und das ist meine einzige Chance hier, den Stempel reinzudrücken, in diese Kabine, auf dieses Feld da draußen. Und deswegen sage ich mir, das Invest ist mir etwas zu wenig. Wir investieren bitte mehr ins Pressing nach vorne wieder. Wir gehen bitte mehr drauf. Ihr habt richtig gute Momente, ihr kriegt den Ball. Dann macht den Ball bitte nicht auf und lasst ihn euch vom Schlappen nehmen. Weil natürlich sind die robust und natürlich kommen die dann mit 10 Meter Anlauf dagegen. Da muss ich meinen Körper reintun und entweder ich nutze seine Kraft und drehe mich um ihn rum, weil ich schneller bin, in dem Moment vom Gedanken her, oder ich lasse mich mähen und dann gibt es halt Freistoß. Wir brauchen hier dann Freistöße, wenn wir die Bälle dorthin spielen. Ihr habt hier ein 2-0 gerade geschafft. Und ihr habt einen der wichtigsten Momente im Fußball habt ihr genutzt und das war die Phase nach dem 1-0. Da fallen die meisten Gegentore sofort wieder oder man legt sogar nochmal nach. Und wir haben es genutzt und haben ein zweites nachgelegt, innerhalb von 3 Minuten. Wenn wir das seriös verteidigen, gehen wir mit 0 Gegentoren hier raus. Das muss unser Anspruch sein, das kann unser Anspruch sein. Wir können das. Ich werde in 5 bis 10 Minuten anfangen zu wechseln. Und das ist keine Niederlage, wenn einer runter muss. Ich will das jetzt alles investieren. Das ist euer Spiel hier, Freunde. Wir lassen uns das nicht nebeneinander aufgeben. In der zweiten Halbzeit haben wir dann versucht, höher anzulaufen. Ich finde, das hat auch ein bisschen geklappt. Tim ist unglaublich passsicher, sehr variabel in unserem Spielaufbau. Das heißt, er taucht in Räumen auf, wo der Gegner, glaube ich, gar nicht weiß, was sie jetzt mit ihm anfangen sollen als linker Außenverteidiger. Ja, und er gibt uns einen Rhythmus. Das heißt, wir sind in der ersten Ebene dank ihm fast nie pressbar. Das Vertrauen vom Coach merke ich sehr, weil er gibt mir halt immer wieder Chancen, mich zu zeigen und er setzt mich auf vielen Positionen ein. Das pusht halt ein bisschen das Selbstvertrauen. Ja, dadurch, finde ich, spiele ich halt auch besser. Was dann spannend wurde, die persönlichen Duelle, die wir aufgrund von Physis vielleicht in Halbzeit 1 noch verloren hatten, die haben wir auf einmal gewonnen. Wir haben die auf einmal gewonnen, hatten echt viele Kontersituationen, aber auch Positionsangriffe, wo wir auf jeden Fall schon aufs 3. oder 4. stellen müssen. Da hätten sie ruhig ein bisschen mein Herz schonen dürfen, die Burschen. Ganz stark, Tim. Eigentlich hätte ich den reinmachen müssen, glaube ich. Und das wäre dann halt die Entscheidung gewesen, die halt später durch Fadi kam. Deswegen hat das schon ein bisschen geärgert, dass ich dann das Spiel nicht entscheiden konnte. Ich bin von der Bank gekommen, ca. 75. Minute. Für mich ist das eigentlich nicht so schlimm. Also ich finde, immer wenn ich auf dem Platz stehe, probiere ich so gut wie möglich zu performen und einfach meiner Mannschaft zu helfen. Und deswegen bringt es eigentlich nichts, den Kopf unten zu lassen, weil das dann auch ein paar Prozente dann von einem nimmt. Vom Innenverteidiger ein langer Ball, den hat Justin sehr gut festgemacht. Hat sich dann durchgesetzt, dann, glaube ich, Ahmad in Szene gebracht. Und der hat dann den Kopf gut oben gehabt, hat Fadi gesehen, der hat den dann reingemacht. Sensationelles Tor, wirklich. Da habe ich Glück gehabt, dass ich, glaube ich, keine gelbe Karte bekommen habe. Habe ich bei den
Referees auch noch bedankt im Nachgang, aber ich konnte es einfach nicht mehr halten, weil ich gar nicht fassen konnte, wo wir gerade sind, was für ein Setting, was für ein Moment. Komm, pfeif ab. Jawohl! Wahnsinn. Bravo, bravo, bravo. Super Spiel gemacht. Top gemacht. Ich glaube, dass man 3-0 bei City gewinnt. Macht nicht jeder. Und das ist ein gutes Zeichen, wie wir uns entwickelt haben. Ihr seid so gut. Ich ziehe alle Hüte. Es ist brutal. Ich bin überwältigt. Sensationell, Männer. Ehrlicherweise, vor dem Spiel hatte ich nicht gedacht, dass wir so ein Resultat rausbringen. Aber dann 3-0. Ich habe die angerufen und ich meinte, ja geil, Männer. Das war überragend einfach. Also wir haben jetzt 2 Heimspiele noch mit Villarreal und Bodo Glimt. Ja, ich denke schon ein bisschen zu früh, aber wie ich mich gerade fühle, denke ich, dass ich mitspielen kann. Aber Physis will nicht zu schnell machen. Natürlich werden es schwere Spiele, aber ich glaube, wir haben jetzt auch gezeigt, dass wir Qualität haben, solche Spiele zu gewinnen. Ja, Heimspiele sind immer geil. Also hier in unserem eigenen Wohnzimmer, da spielen wir meistens noch einen Ticken besser. Das Schöne ist einfach, wir haben es selbst in der Hand. Ich glaube, die Jungs leben das auch gerade so. Die haben ein Gefühl, sie können hier richtig was bewirken. Falling apart, ain't a part of the plan, to get my prize, my paper.